Hallo Leute und herzlich willkommen zu Duelist Investment. Mein Name ist Alex und heute zeige ich euch 5 Beispiele, wie Künstler Geld mit Yu-Gi-Oh! Verdienen können. Also was meine ich damit? Künstler sind Leute, die auf kreativem Wege etwas erschaffen und da möchte ich euch eben 5 Beispiele nennen, wie Leute ihr Geld verdienen. Ich würde mal sagen, wir beginnen mit Beispiel Nummer 1. Beispiel Nummer 1 befasst sich mit Card Altering an. Okay, bevor wir uns damit näher beschäftigen, habe ich euch ein paar Karten mitgebracht. Wir haben hier eine Fallenkarte, ein Effektmonster, 2 Vanillemonster und eine Zauberkarte. Die Karten sind auch aus unterschiedlichen Jahrgängen. 2003, 2008, 2010, ich glaube 2017 und die Karte ist auch etwas älter. Wenn wir uns die Karten anschauen, dann, der große Unterschied zwischen den Karten ist, die Seltenheitsstufe. Wir haben hier Ultra Rare, Secret Rare, Super Rare, Secret Rare und eine Common Karte. Aber im Großen und Ganzen, da hat sich über die Jahre nicht wirklich viel geändert. Also wenn wir uns die Monsterkarten anschauen, wir haben hier unten Angriff- und Verteidigungswerte. Bei allen Karten, alle Karten haben einen Namen, eine Artbox und sie haben ein eigenes Textfeld. Das ist typisch für Yu-Gi-Oh! Und selbst im Jahr 2020 hat sich da nicht viel geändert. Und hier kommt eben Card Altering ins Spiel. Bei Card Altering wird man eine Karte nehmen, nehmen wir mal zum Beispiel die hier, das dunkle Magiermädchen, und man wird versuchen, das Artwork auf die gesamte Karte zu erstrecken. Yu-Gi-Oh! Ist komischerweise das einzige japanische Kartenspiel, das keine Full-Art-Karten hat. Wenn wir uns Pokémon zum Beispiel anschauen, da gibt es sehr viele Full-Art-Karten. Da gibt es noch unterschiedliche Seltenheitsstufen. Bei Yu-Gi-Oh! Da ist man immer klassisch geblieben mit einem Artbox. Beim Card Altering, da nehmen sich Künstler bestimmte Karten und sie malen das Artwork weiter vor. Ein Beispiel dafür haben wir nämlich mit der bezaubernden Stephanie aus Amerika. Sie hat ihren Hobby sozusagen zum Beruf gemacht und was sie halt macht ist, dass man ihr Karten schicken kann und sie malt das Artwork eben aus. Das besonders Coole ist, dass man nicht nur, also bei Common-Karten wird man wahrscheinlich einfach drüber malen mit Farbe und Tinte und bei Secret Rare Karten, da gibt es etwas ganz Cooles, denn man kann mit Hilfe von Nagellackentferner und einem Wattestäbchen kann man bei der Karte alles löschen, bis auf die Glitzerfolie. Und was die Stephanie macht ist, sie malt über die Glitzerfolie noch drauf und es sieht dann besonders schick aus, weil dann die gesamte Karte glänzt. Also ich werde euch hier ein paar Beispiele zeigen. Was auch besonders cool ist, dass man das auch mit Ghost Rare Karten machen kann. Das ist halt besonders cool. Das sehen wir jetzt mit dem Black Rose Ring. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen über auf Beispiel Nummer 2 und zwar Orika-Karten erstellen. Was sind Orika-Karten? Wenn ihr euch erinnert, in der Yu-Gi-Oh! Anime-Serie, dann bemerken wir, dass Karten ganz anders aussehen als in echt. Also hier der blaue weiße Drache, der hat unten typisch Attacke und Defense. Und bei Anime-Karten ist es ja so, dass sie hier unten einen großen Feld haben mit der ATK und ein großen Feld mit der Verteidigung. Ein Textfeld oder ein Feld, wo die Effekte näher steht, das gibt es im Yu-Gi-Oh! Anime nicht. Und bei Orika, da macht man genau das. Man hat sich diese Anime-Karten als Beispiel genommen und es gibt dann unterschiedliche Leute, die dann daraus versuchen, echte Karten zu erstellen. Das besondere Schwierige daran ist, dass man Karten erstellen muss, die auch eine gewisse Qualität haben. Es fühlt sich halt immer besonders toll an, wenn die Karte sich auch echt anfühlt. Und das machen eben Orika-Hersteller. Von Orika-Karten müsst ihr aber unterscheiden, nämlich Proxy-Karten. Proxy-Karten sind meistens 1:1 Kopie von bereits bestehenden Karten. Proxy-Karten haben eine Daseinsberechtigung, vor allem dann, wenn die Karte, die man fürs Deck braucht, irgendwie extrem teuer ist und man nicht so viel Geld ausgeben möchte. Aber man muss festhalten, Proxy-Karten sind nicht kreativ erschaffen worden, sondern es sind lediglich Imitate. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen auf Beispiel 3. Und ich glaube, Beispiel 3 ist das Klassische, woran man denkt, wenn man an Künstler denkt, nämlich das Zeichnen und Malen. Hier habe ich ein Beispiel von einem Künstler, den ich kenne, nämlich der Nash. Und der Nash, der hat eben das Yugi-Bild gezeichnet und was besonders cool ist, dass er einen eigenen Zeichenstil hat. Und ja, den Original-Scan hat der Nash bereits verkauft, aber er hat halt noch das Artwork gescannt und mir einen Nachdruck geschenkt. Also geschenkt, ich habe es bei ihm natürlich gekauft, weil sonst würde das Video keinen Sinn machen. Und ja, Kakashi lässt auch grüßen. Chidori! Okay, wir kommen zu Beispiel 4 und bei Beispiel 4, da geht es um
designen. Also ihr seht meine Spielmatte. So eine Spielmatte bekommt man nicht einfach so, sondern man muss sie custom herstellen. Was bedeutet das? Ich arbeite mit einem guten Kumpel von mir zusammen, nämlich der Ari. Der Ari, der kennt sich halt sehr gut aus mit Designs, also mit dem virtuellen Erstellen von Bildern. Und ja, wenn man halt gut darin ist, dann kann man sowas Tolles wie eine Spielmatte erstellen. Also das Artwork, das hat der Ari designt. Ich habe ihm dann gesagt, wie ich mir ungefähr die Sachen vorstelle. Ich wollte unbedingt den dunklen Magier haben und den weißen Drachen. Im Hintergrund haben wir die Megatin 2020, die erst erschienen wird. Das Lustige ist aber, dass ich die Spielmatte schon seit mehreren Monaten habe. Und dann hat er noch richtig geil diese Effekte hier hinten hinzugefügt, meinen Namen in derselben Schriftart wie Invasion of Chaos. Und ja, ich habe mit dem Ari ein bisschen diskutiert und er hat gemeint, er findet es besonders toll, wenn man aus dem Nichts etwas Wunderschönes erschaffen kann. Und das ist ihm definitiv gelungen. Was er auch gemeint hat, ist, dass es besonders toll ist, wenn man Spaß und Hobby eben damit kombinieren kann. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen auf Platz Nummer 5, also Beispiel Nummer 5. Und das geht mehr in den Bereich von Cosplay. Also nehmen wir mal als Beispiel Yugis Millenniums Puzzle. Ihr kennt das, Yugi trägt es in jeder Anime-Folge um seinen Hals. Und es gibt sogar eine Trophäe, die man bei einer Yu-Gi-Oh! Championship bekommen hat, wenn man eben Erstplatzierter ist. Und ich werde es euch einblenden, es ist dann so eine riesen Trophäe mit Yugis Millennium Puzzle. Das ist halt besonders cool, und das einzige Problem ist, dass es ein Unikat ist. Das heißt, die Trophäe gibt es wahrscheinlich nur wenige Mal auf der Welt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es genügend Leute gibt, die genauso einen Millenniums-Puzzle in ihr Zimmer haben möchten. Und da kommen eben Cosplay ins Spiel. Es gibt Leute, die halt besondere Fähigkeiten haben, die halt besonders geschult sind. Die könnten so etwas locker nachbauen. Also ich nehme an, man braucht dafür Styropor, Karton, viel Klebeband, Farbe und ja, wenn man in der Lage ist, so ein Millenniums-Puzzle gut nachzumachen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es genügend Interessenten für das gibt. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Was für andere kreative Wege fallen euch ein bezüglich dem Geldverdienen mit Yu-Gi-Oh! Ich hoffe, ihr konntet was Neues sehen. Ich wünsche euch alles Gute, wir sehen uns dann. Peace.